Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So he's telling in verse 35, I'm trying to help you and make things easy for you and not make things difficult. Sagt in Vers 35, ich versuche euch zu helfen und euch die Dinge leichter zu machen und nicht zu erschweren. But so that you would have undistracted devotion, serving the Lord constantly with an undividing heart. So, dass ihr unbeirrt hingegeben seid und dem Herrn stets mit ungeteiltem Herzen dient. Very interesting. Paul talks about the heart. Sehr interessant. Paulus spricht über das Herz. Now, of course you can serve the Lord with an undivided heart still being married. Natürlich kannst du dem Herrn mit ungeteiltem Herzen dienen und trotzdem verheiratet sein. But of course, the important thing is what's even the basis of your marriage. Aber das Wichtigste ist natürlich, was überhaupt die Grundlage deiner Ehe ist. And so many married partners have lost themselves in each other, instead lost themselves in the Lord. So viele Ehepartner verlieren sich ineinander, anstatt sich im Herrn zu verlieren. You know, I really believe Ich glaube wirklich, that the more your heart belongs undivided to the Lord, the happier your marriage will be. je mehr dein Herz ungeteilt dem Herrn gehört, desto glücklicher wird deine Ehe sein. And I'll tell you why. Ich sage dir auch, warum. Because just think, Überleg mal, if your heart belongs undividedly to your husband or to your wife, wenn dein Herz ungeteilt deinem Mann oder deiner Frau gehört, which means they have completely conquered your heart. sie also dein Herz vollständig erobert haben, Imagine you lose them. stell dir vor, du verlierst deinen Ehepartner. You've now lost your heart. So verlierst du jetzt auch dein Herz. And if you've lost your heart, you're going to be in a lot of difficult situations. Und wenn du dein Herz verlierst, wirst du eine Menge schwierige Situationen erleben. But let's not imagine you lose them. Stell dir mal vor, du verlierst nicht deinen Ehepartner. The fact is there will be this constant battle, this constant fight for your heart. Tatsache ist, dass es einen ständigen Kampf, einen ständigen Konkurrenzkampf um dein Herz geben wird. People who have completely surrendered their hearts to one another in marriage, Menschen, die ihr Herz in der Ehe vollständig aneinander hingegeben haben, most of them cannot even have a healthy outside marital relationship with a friend. können nicht einmal eine gesunde Beziehung außerhalb der Ehe mit Freunden führen. You know, so they want to spend time with their friends, but now they can't do that. Sie möchten Zeit mit ihren Freunden verbringen, können es aber nicht. Why? Warum? Because the spouse who's done everything to conquer the heart thinks, oh no, I'm losing control of his heart. Weil der Ehepartner, der alles getan hat, um sein oder ihr Herz zu erobern, denkt, oh nein, ich verliere die Kontrolle über das Herz meines Ehepartners. So this is why if our heart belongs totally undivided to the Lord, Wenn mein Herz also ganz und gar dem Herrn gehört, what's going to happen? was geschieht dann? Now the Lord has conquered my heart and God is love, so now I can love my spouse also unconditionally. Der Herr hat mein Herz erobert, Gott ist die Liebe, also kann auch ich meinen Ehepartner bedingungslos lieben. So Paul is giving very important and yet very practical advice. Paulus gibt hier einen sehr wichtigen und zugleich sehr praktischen Rat. For me, I much rather have that the Lord totally has Debbie's heart undividedly than I have it. Mir persönlich ist es viel lieber, wenn Debbys Herz völlig ungeteilt dem Herrn gehört und nicht mir. Because otherwise I always have to fight for her heart. Denn sonst müsste ich immer um ihr Herz kämpfen. This way it's completely to the Lord. I'm at peace in my marriage. So gehört es ganz dem Herrn. Ich habe Frieden in meiner Ehe. And together we just move forward and keep serving Jesus. Und gemeinsam gehen wir vorwärts und dienen Jesus weiterhin. So now Paul is saying this in verse 36. In Vers 36 sagt Paulus dies: However, if a man has decided to serve God as a single person, Wenn aber ein Mann beschlossen hat, Gott als Alleinstehender zu dienen, yet changed his mind and finds himself in love with a woman, es sich aber anders überlegt und sich in eine Frau verliebt, although he never intended to marry, obwohl er nie vorhatte zu heiraten, let him go ahead and marry her. It is not a sin to do so. dann soll er sie heiraten. Es ist keine Sünde, das zu tun. So look, why do the Catholics read that?
Warum lesen die Katholiken das nicht? If a priest decides, I'm going to be single to serve the Lord, and then he changes their mind, the Bible says it's fine. Wenn ein Priester sagt, er bleibt ledig und dient dem Herrn und dann seine Meinung ändert, ist das laut Bibel in Ordnung. This is another beautiful example that the Bible gives us freedom to make many choices. Das ist ein weiteres schönes Beispiel dafür, dass die Bibel uns die Freiheit gibt, viele Entscheidungen zu treffen. You know, imagine, Stell dir vor, I've met so many Christians ich habe so viele Christen getroffen, that have made some kind of a vow to God, die eine Art Gelübde vor Gott abgelegt haben, never to drink, niemals zu trinken, never to marry, niemals zu heiraten, never to do this, to do that, to the other. niemals dieses oder jenes zu tun. And then they realize one day, oh, this was just a thing under some pressure or emotionally, I want to change my mind, but they can't. Und dann erkennen sie eines Tages, oh, das habe ich nur unter einem gewissen Druck oder aus emotionalen Gründen getan. Ich möchte meine Meinung ändern, doch sie können es nicht. Now they live with this permanent internal struggle and pressure and condemnation. It's terrible. Nun leben sie mit diesem ständigen inneren Kampf, mit diesem Druck und Verdammnis. Es ist schrecklich. I knew a man here. I mean, I still know him, but I haven't seen him for a while. Ich kenne einen Mann, habe ihn aber schon länger nicht mehr gesehen. That made a whole bunch of vows. Er macht eine ganze Reihe von Gelübden. I mean, he made many vows with God, and they were basically bargains. Er legte viele Gelübde vor Gott ab. Sie waren im Grunde genommen Geschäfte. So he believed that that's how he could, get God things to do for him. Denn er glaubte, dass er Gott auf diese Weise dazu bringen könnte, Dinge für ihn zu tun. And one of the vows he made is never to drink alcohol. Eines dieser Gelübde war, dass er niemals Alkohol trinken würde. Do you know what? He cannot even be in a meeting, in a church meeting, where they use alcohol in communion and take communion. Er darf nicht einmal in einer Versammlung sein, wo Alkohol zum Abendmahl getrunken wird. And the thing is not that he said, look, I've simply decided I don't want to drink. Das Problem ist nicht, dass er gesagt hat, ich habe einfach beschlossen, dass ich nicht mehr trinken will. I was with him in restaurants for a nice meal and he would have loved the glass of wine. But he's not allowed to change his mind because it's eternal. Ich war mit ihm in einem Restaurant zum Essen und er hätte gerne ein Glas Wein getrunken, aber er darf seine Meinung nicht ändern, weil sein Gelübde ewig gilt. So Paul says, whatever decision you make, if you change your mind, it's not sin. Just don't be thrown around by emotional impulses. Paulus sagt, welche Entscheidung du auch immer triffst, wenn du deine Meinung änderst, ist das keine Sünde. Lass dich nur nicht von emotionalen Impulsen hin und her werfen. Guys, live in the freedom of the heart following Jesus. Leute, lebt in der Freiheit des Herzens und folgt Jesus. Follow him undividedly and everything else will be fine. Folgt ihm mit ungeteiltem Herz und alles andere wird gut werden. I will see you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.